Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wollen wir nochmal auf das Thema Crank Multimining eingehen. Das bedeutet, ich möchte nochmal ganz kurz anreißen bzw. erklären, wie das Ganze funktioniert. Wir bekommen ja momentan sehr viele Fragen, was das Projekt angeht, und ich möchte natürlich darauf eingehen. Es kann natürlich jetzt sein, dass das Video ein bisschen länger wird, wie alle anderen Videos, die ihr von uns quasi gewohnt seid. Von daher nehmt euch kurz die Zeit, guckt es euch an. Ich denke mal, dass die ein oder andere wichtige Information für euch dabei ist. Ja, wir fangen einfach mal mit der Grundplattform an. Das ist crank.io. Es ist ja kein Geheimnis, das ist die Website. Hier wird nochmal erklärt, was Crank ist, also Proof of Network Participation. Das heißt, ihr werdet quasi, wenn ihr bei Crank richtig mitmacht, also eine Lizenz euch gekauft habt, direkt, also sowas ähnliches wie Helium. Das heißt, jede 4 Stunden wird ein Ping erzeugt, also auf der Blockchain sozusagen. Alle Hotspots, die sich gegenseitig witnessen, also ihr braucht nur ein Witness, also einen Zeugen, dann bekommt ihr halt eben eine Belohnung in Crank-Token. So funktioniert das hier, also ähnliches Prinzip wie bei Helium. Ja, aber jetzt geht es nicht konkret darum, wie das Crank-System funktioniert, sondern wie das Multimining funktioniert. Ja, und so läuft das ab. Das Ganze basiert natürlich auf der Cadena Blockchain. Das heißt, ihr bekommt den Crank-Token, könnt ihn auch intern swappen auf Cadena zum Beispiel. Ja, und wie das Ganze letztendlich funktioniert, findet ihr hier auf der Website. Ihr seht ja auch noch mal ein paar Statistiken. Das heißt, Crank-Token sind halt eben schon jede Menge ausgegeben worden. Aktuell sind 6166 Mana online. Das kommt sicherlich nicht an Helium als Vergleichsnetzwerk ran. Nichtsdestotrotz hat sich Crank in den letzten Jahren, muss man sogar sagen, Crank gibt es schon seit 2022 war, glaube ich, das Kickoff. Genau, hier haben wir es. Ähm, Hier sieht man nochmal die Roadmap sozusagen. Crank Token, dann haben wir hier Q2 2022. Gateways wurden verschickt. Ich habe ja auch ein richtiges Crank Gateway. Ich habe ja zwei. Eins habe ich ummodelliert mit einer SD-Karte und der andere ist ein Original. Ähm, Quasi Crank Hotspot gucken wir uns dann natürlich auch nochmal an. Oder wenn es euch interessiert, ich weiß halt eben nicht. Und so weiter und so fort. Ja, was ist wichtig, beziehungsweise wie macht ihr letztendlich den ersten Schritt, um am Multimining mit teilzunehmen? Ihr geht hier oben auf den Reiter Downloads und hier seht ihr die Guides. Ne? Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, einen Full Gateway zu onboarden oder einen Light Gateway. Also seht ihr die zwei Dinger. Wir gucken uns mal die Full Gateways an und ihr seht hier, das ist die aktuelle Liste, die unterstützt wird sozusagen. Das heißt, diesen ganzen Miner, also Helium Hotspots, also die sind ja überwiegend als Helium-Hotspots auf den Markt gebracht worden. Hier seht ihr hier, was alles kompatibel ist. Und hier gibt es noch die Light Gateways. Seht ihr hier auch. Also das eine oder andere kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Den Brown Mary IoT ist zum Beispiel auch bekannt, sage ich jetzt mal. Dieser Tragino LPS 8, das war auch relativ günstig gewesen vor 1, 2 Jahren oder vor 2 Jahren, wurde auf den Markt geworfen wurde, war damals, glaube ich, sogar der günstigste, aber war halt eben eine Light-Hotspot für 120 Euro, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja, also war halt eben schon relativ gut. Ja, hier nochmal, also ihr seht hier zum Beispiel die Bobcat Miner, hier ist auch nochmal gleich direkt aufgeführt. Achtung, hier müsst ihr aufpassen, hier sind ein paar IT-Skills required. Das bedeutet, dass die Installation bzw. das Flashen nicht so einfach ist. Wir gucken einfach mal bei einem von den 3 Bobcat-Manern rein, wie sich das Ganze verhält. Und zwar seht ihr hier zum Beispiel die SD-Card mit Crank OS Image Flashen. Wir gucken mal ganz weit nach unten. Hier steht es auch nochmal drin. Bitte vorsichtig, bitte habt ihr dementsprechend auch ein paar IT-Skills. Bringt das mit. Ja, und hier wird halt eben Schritt für Schritt erklärt, wie ihr die SD-Karte flashen könnt. Ja, mit dem Flasher hier. Ihr findet auch nochmal die Verlinkung zu dem Image. Ja, also ihr setzt quasi, flasht die SD-Karte, könnt die halt eben hier ins Gateway einfügen und fertig ist das Ganze. Ja, und aber wie gesagt, die Installation ist nicht so einfach, aber es wird halt eben hier Schritt für Schritt erklärt. Ich will noch mal ganz kurz gucken, also im Normalfall, beziehungsweise wenn ihr jetzt in Englisch nicht so mächtig seid, ich sage es mal ganz einfach, öffnet den ganzen Kram im Google Chrome, da habt ihr immer die Möglichkeit mit dem Rechtsklick übersetzen in Deutsch. Dann übersetzt er euch die Seite nochmal vereinfacht, ich sage es mal ganz einfach so ins Deutsche.
Das heißt, ihr habt halt eben jetzt hier die ganze Anleitung auf Deutsch. Und so funktioniert das. Also ganz einfach diesen Link, diese also RK DevTools runterladen. Dann habt ihr hier nochmal das Image sozusagen, was ihr braucht, also die Software an und für sich selbst. Dann wird nochmal erklärt, wie ihr den Datenträger formatiert mit dieser Software. Das ist alles kostenlos über diesen. Das heißt, ihr habt keine Kosten für die Installation sozusagen. Und so funktioniert das Ganze. Ja, also so ist das für den ein Bobcat und es werden ja natürlich mehrere Bobcats aufgeführt. Es gibt ja auch mehrere, seht ihr, mehreren Ausführungen. Ja, dann gucken wir zum Beispiel mal Controlino. Haben wir auch viele von euch. Hier ist genau das gleiche. Hier muss auch die SD-Karte geflasht werden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze durchzuführen. Ich hatte mit diesen hier probiert und da verhält sich das ein bisschen anders. Hier muss man durch eine Software quasi auf den Speicher, also auf den eMMC-Speicher, das neue Image ablegen. Das heißt, mit dem USB-Kabel steckt ihr quasi an. Also ihr habt hier einen USB-C-Anschluss quasi dran und dann habt ihr die Möglichkeit, quasi über einen Bootloader beziehungsweise über eine kleine Software sozusagen die Software drauf zu flashen. Das seht ihr hier nochmal. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit über das RKV DevTool das halt dementsprechend zu flashen. Das ist halt eben aber auch schon etwas schwieriger meiner Meinung nach. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe durch die Flash-Reihe ich habe das ausprobiert auf meinem Hotspot. Seitdem geht der auch nicht mehr an, also fährt nicht mehr hoch. Ich weiß es nicht, ob ich dann nochmal probiere, was zu machen. Werde ich auf jeden Fall sehen. Also auf jeden Fall, es gibt für unterschiedliche Hotspots unterschiedliche Arten bzw. Möglichkeiten, das zu machen. Zum Beispiel nochmal Senscape M1, auch relativ weit verbreitet, meines Erachtens nach. Hier ist es wieder so mit der SD-Karte und hier habt ihr natürlich den Riesenvorteil. Also das ist so ein Beispiel, wo es richtig gut funktioniert. Ich habe ja einen davon auch im Betrieb. Ihr braucht ganz einfach nur halt eben einen Micro-SD-Kartenleser. Kauft euch eine neue Micro-SD-Karte, 64 Gig, steht auch hier nochmal drin. Und ihr habt halt eben die Möglichkeit, die Software direkt auf die SD-Karte zu flashen. Dann löst ihr zwei Schrauben und hier drin sitzt die SD-Karte. Also es ist original eine drin im Senscape Miner. Vermutlich mit dem Helium-Container beziehungsweise mit der Helium-Software, je nachdem, wo ihr euer Gateway letztendlich bezogen habt. Ihr zieht die quasi raus, die alte SIM-Karte, das war schon SD-Karte, flasht die neue und steckt die hier dementsprechend rein. Eine Micro-SD-Karte, eine günstige, kriegt ihr schon ab 10 Euro. Ich würde trotzdem empfehlen, was nicht zu preisgünstiges zu kaufen, sondern lieber mal 1, 2 Euro mehr investiert. Ja, und hier noch ein kleiner Hinweis aus eigener Erfahrung. Hier ist meistens noch ein Klebestreifen drauf. Also hier so zwischen diesem Kartenslot und der Karte. Das heißt, guckt mal, wenn ihr die SD-Karte nicht rausbekommt, einfach mal den Klebestreifen lösen, dann geht's. Also, also nehmt die alte Karte raus, flasht euch eine neue. Das wird auch hier dementsprechend nochmal Schritt für Schritt erklärt, wie ihr die flashen könnt. Neue SD-Karte rein, Hotspot anmachen, warten, bis sich der connected. Wenn ihr den übers Netzwerk angeschlossen habt, ist es noch besser. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, den Senscape auch übers Netzwerk ganz normal laufen zu lassen. Da kriegt ihr wenigstens gleich eine IP-Adresse und wisst quasi, wo ihr hin müsst mit dem Ding. Ist, finde ich, meines Erachtens nach für die erste Installation der beste Weg. Also LAN-Kabel dran, mit eurem Router verbinden, da findet ihr den auch gleich. Und dann könnt ihr halt eben die Einstellung Dashboard durchführen. Das Dashboard gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Ja, das bedeutet, es ist Schritt für Schritt beschrieben und nochmal für alle nicht so gut im Englischen Rechtsklick, also in Google Chrome sind wir gerade, übersetzen in Deutsch und dann wird euch diese Anleitung quasi auf Deutsch übersetzt, außer die Screenshots natürlich, weil das sind Bilder, die kann ja nicht übersetzen. Ja, das war jetzt erstmal so ganz grob die Installation, beziehungsweise wie ihr Crank auf euren Hotspot bekommt. Hier seht ihr quasi alle Geräte, die letztendlich kompatibel sind. Also quasi die Full Gateways und Light Gateways. Und am besten ist, ihr guckt auch nochmal bei dem Twitter-Kanal von crank.io oder X. Hier wird auch immer nochmal Postings rausgeworfen. Zum Beispiel das Gateway ist auch kompatibel. Das Gateway ist kompatibel. Vielleicht kommen ja Gateways noch mit dazu. Ja, weil es ist halt eben Linux-basierend. Das Gateway muss halt eben eine Linux-Distribution oder ein Repo muss es zumindest unterstützen, damit das Ganze auch letztendlich funktioniert.
Also guckt einfach mal rein in die Crank Guides, also hier nochmal auf der Seite crank.io. Dann habt ihr hier Download und Guides. Supporttechnisch kriegt ihr hier auch nochmal eine richtig gute Unterstützung auf einer anderen Seite. Und zwar, die zeige ich euch jetzt. Das ist crank.wiki. Seht ihr hier nochmal. Hier findet ihr alles, was ich euch gerade eben erklärt habe, nochmal ausführlich erklärt. Das heißt hier One-Click Multimining, Dashboard Gateways, Lizenzkram, Exchange Wallet, Crank Card, External Token Transfer Explorer. Hier wird auch nochmal erklärt, wir nehmen einfach mal zum Beispiel das One-Click Mining. Wenn wir auch hier wird das alles auf Englisch, ganz klar. Wenn wir hier wieder auf Übersetzen in Deutsch anklicken, dann seht ihr hier zum Beispiel Einrichten von Mysterium auf den Crank Gateway, Einrichtung von Wingwits auf ihrem Gateway, Einrichtung von Repocket und so weiter und so fort. Hier wird das halt eben nochmal erklärt. Ihr klickt ganz einfach drauf und hier wird das auch nochmal erklärt. Schritt für Schritt, was ihr machen müsst. Auch hier wieder müssen wir ganz kurz gucken. Das ist ein Screenshot höchstwahrscheinlich. Ne, hat Schrift. Könnt ihr auch hier, müsst ihr normalerweise übersetzen in Deutsch. Und dann, wenn nicht, haut es euch in den Translator rein. Das ist auch kein Problem. Ihr könnt das ja copy-pasten hier, das Ganze. Da wird euch das dann dementsprechend erklärt. Ja, und wie gesagt, es ist alles hier Schritt für Schritt erklärt. Also wie gesagt, die Seite ist crank.wiki. Hier findet ihr alle ausführlichen Informationen nochmal dazu. Also Gateways, Armaturenbrett, es ist Sport natürlich gemeint. Ja, Gateways, hier wird das auch nochmal alles erklärt. Hier wir zum Beispiel eine Verbindung zum Gateway herstellen können, das lokale Dashboard, wie ihr den bekommt, wie ihr eure IP-Adresse findet, das GPS-Modul, verbinden ihr sie Gateways mit Wi-Fi, verstehen sie alle Gateways und so weiter und so fort. Also hier in dem Wiki, auf der Wiki-Seite, packe ich euch natürlich mit in die Beschreibung rein, findet ihr wirklich alle Informationen, die ihr letztendlich braucht. Also wie gesagt, Schritt 1 ist halt eben die Software draufflashen und danach, wenn es wirklich gut gelaufen ist und bei euch alles funktioniert, wenn es nicht, guckt nochmal ins Wiki rein. Ihr seht hier also crank.wiki, da wird alles erklärt. Wenn alles bei euch funktioniert hat, muss das so aussehen. Das heißt, das ist jetzt von einem meiner Hotspots, die mit Crank laufen, das Dashboard, sage ich jetzt mal, oder es ist halt eben das Dashboard und ihr seht hier halt eben erstmal die ganzen Informationen. Das heißt, wir sind direkt auf dem Gateway. Ihr seht hier, das ist quasi mein Animal Name von Crank. Das heißt, das ist nicht mein Helium Animal Name, sondern von Crank. Ihr seht hier generelle Informationen, zum Beispiel welche Version installiert ist. Das ist meine lokale IP-Adresse. Also hier zu Hause, ihr seht ja nochmal die MAC-Adresse, ihr seht das Modell. Das ist ein Piscas P100, der hier eingerichtet ist, CPU-Temperatur, der benutzte Speicher und so weiter und so fort. Wir gehen einfach mal hier der Reihe nach durch. Genau, ihr habt hier als nächstes System, das heißt, hier seht ihr quasi, wie es momentan aussieht bei euch auf dem Hotspot. Das heißt, ihr seht hier zum Beispiel die CPU-Last und so weiter, Temperatur, Speicher, also der Arbeitsspeicher, RAM sozusagen, dann Space, also was ihr auf der SD-Karte noch für Platz drauf habt oder wie viel ihr verbraucht habt. Hier seht ihr die Docker, die drauf laufen, also die Container. Also ihr seht momentan, der Packet Forwarder läuft, der Crank ist online, Anon Relay funktioniert bei mir immer noch nicht so wirklich, ist quasi Ator. Honeygain läuft, Crank Update läuft und so weiter und so fort. Dann gibt es ein paar Container, die nicht laufen. Dann ThingX Forwarder, den habe ich aber also manuell quasi installiert. Meiner Watchtower. Watchtower ist quasi Wingbits, was ja auch drauf läuft, aber halt eben nicht über diese Plattform. Genau, über Wi-Fi-Config habt ihr die Möglichkeit, die Wi-Fi, also beziehungsweise das WLAN zu konfigurieren. Das bedeutet, deswegen meine Empfehlung ist erstmal mit dem LAN-Kabel, wenn das Ding einen LAN-Anschluss hat, dass ihr hier reinkommt. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Wi-Fi-Konfiguration durchzuführen. Ihr seht jetzt hier quasi die WLANs, die bei mir hier in der Umgebung sind. Deeper Connect ist ganz klar, will ich jetzt nicht genau drauf eingehen, aber ihr seht die Internet, TV, Handy, ich habe hier bei mir eine Powerline, das bedeutet, das WLAN wird bei uns, nicht das WLAN, sondern das LAN wird bei uns über das Stromnetz verteilt, über eine Devolo Powerline sozusagen. Deswegen hat jeder Access Point die gleiche Kennung, dass wenn ich hier im Haus unterwegs bin und zu einem anderen Hotspot überlaufe, ich automatisch umgeleitet werde, beziehungsweise übers Mesh
halt ich da das Netz nicht verliere. NAT Mining IoT ist ein eigenes Netz von mir, aber wie gesagt, das ist nur die WLAN-Konfiguration. Ihr klickt dann einfach drauf auf euer WLAN, wo ihr connecten wollt, gebt dann das Passwort ein und dann seid ihr damit verbunden. Ja, Radio, hier wird nochmal gezeigt, ihr seht hier zum Beispiel bei mir Helium und Crank, das heißt im Radio, also quasi im LoRaWAN-Bereich ist Helium und Crank aktiv. Jetzt kommt natürlich aber darauf an, was ihr für eine Software drauf habt. Das kann sein, dass ihr hier auf der rechten Seite noch einen Helium-Button habt. Da klickt ihr drauf und dann könnt ihr euer Helium installieren. Das heißt, wenn ihr quasi die Software drauf gemacht habt, müsst ihr noch Helium installieren. Das ist da. Da ist auf dem EEC-Chip von eurem Miner bzw. Hotspot sind eure Helium-Credentials gespeichert. Auch mit der neuen SD-Karte, die ihr dann drin habt im System, bleibt trotzdem euer Helium-Kram gespeichert auf dem Gerät. Da geht quasi nichts verloren. Ja, ansonsten Testbeacon, das ist zum Beispiel, wenn halt eben was verschickt wird, man kann halt eben hier einen Beacon senden. Muss man aber nicht. Blockchain, seht ihr auch hier nochmal, was hier für Aktivitäten sind. Wallet, wir sind ja direkt quasi, wir haben direkt bei Crank, ihr seht, das ist quasi die Crank Wallet mit denen, was unser Hotspot verbunden ist. Das braucht ihr nicht. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das nur zum Multimining, zum Helium nutzen, braucht ihr das hier dementsprechend nicht. Wer halt eben noch bei Crank mit zusätzlich meinen will, braucht dann halt eben die Wallet. Da haben wir schon einen Guide dazu gemacht, beziehungsweise einen Setup-Tutorial. Guckt einfach mal auf unseren Kanal, wie das funktioniert. Ja, was wichtig ist, Multimining. Darum geht es letztendlich auch. Ihr seht hier alles, was Multimining möglich ist. Es kann sein, dass nach der Installation euch das gar nicht angezeigt wird. Das heißt, wenn hier kein Multimining da ist. Ihr geht dann also zuerst mal hier auf Settings. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit Test Group Participation, habt ihr hier und dann könnt ihr zum Beispiel Beta oder Alpha. Ihr müsst es aussuchen, ihr geht dann zum Beispiel auf Beta, ich habe bei mir Beta installiert, klickt einfach hier drauf, geht auf Save, dann lädt sich das System die neue Software runter und dann sieht das letztendlich so aus. Ja, das bedeutet, wenn das hier für euch in der Navigation anders aussieht, ihr hier einen Helium-Button irgendwo da drin habt, dann habt ihr noch nicht die Beta-Version drauf. Das heißt, dann habt ihr noch nicht das Multimining-Paket drauf auf eurem Hotspot. Kann sein, dass es im alten Crank-Image so ist. Vielleicht werden die neuen Images schon so ausgeliefert. Ich weiß letztendlich nicht. Aber falls ihr hier einen Helium-Button dazwischen haben solltet, dann habt ihr noch nicht diese Version hier drauf. Ja, gehen wir noch mal ganz kurz aufs Thema Multimining bzw. auf Helium-Mining. Also wenn ihr das nicht hier drüben habt, dann habt ihr es hier. Ihr klickt einfach mal letztendlich hier drauf und ihr seht jetzt hier, das ist quasi mein Helium. Ihr seht hier Clever Yellow Bird, das ist quasi mein Helium Animal Name. Also wir haben ja zwei unterschiedliche. Ne, ihr seht zum einen hier, ich habe hier diese Soft Orchid Goose, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist mein Crank Animal Name sozusagen und mein Helium Animal Name, also quasi euer Helium Hotspot Name, wird dann dementsprechend hier angezeigt. Das heißt, wenn ihr zum ersten Mal hier reingeht, müsst ihr es installieren. Das heißt, ihr habt dann halt hier eben den Installationsbutton und da habt ihr halt eben die Möglichkeit, das Ganze zu installieren. Ich guck mal ganz kurz, ob ich euch das nochmal zeigen kann. Wir removen das einfach mal. Confirm. Jetzt ist das weg. Jetzt klicken wir mal hier drauf. So, jetzt gucken wir mal hier. Das heißt ECC, aus dem Chip holt er sich jetzt quasi euer Helium-Setup raus. Wir lassen das mal auf 0 stehen. Klicken wir auf Save. Jetzt dauert das einen kleinen Moment, ehe die Installation losläuft. Also jetzt wird quasi wieder der Docker auf eurem Helium-Hotspot bzw. Crank-Hotspot jetzt installiert. Das Ganze läuft im Hintergrund, das heißt die Installation läuft letztendlich durch. Und jetzt müsste auch eure Animal Name, also eure Information von eurem alten Helium Hotspot, was ja immer noch das Chassis letztendlich von eurem Crank Hotspot jetzt ist, da ist. Das bedeutet, die Informationen werden aus dem Chip rausgeholt, was Helium angeht. Und dann läuft eure Helium Hotspot, so wie ihr das letztendlich kennt, ganz normal weiter. So, es ist fertig. Das heißt, er hat jetzt quasi sich die Helium-Informationen geholt. Wir gucken einfach mal rein, ob es stimmt. Ihr seht jetzt hier, er ist jetzt quasi losgelaufen und läuft auch der Miner sozusagen. Und das dauert halt eben ein bisschen und dann wird halt eben hier oben dann auch angezeigt nochmal euer
ja genau, jetzt hatten sich gezogen. Ihr seht hier Hotspot Name Clever Yellow Bird. Das ist halt eben unser Helium Hotspot. Den hat er sich jetzt gezogen. Das heißt, Helium läuft jetzt ganz normal wie gewohnt mit, beziehungsweise auch weiter. Das ist halt eben, weil viele haben gesagt, ach, bei mir ist der Animal Name unterschiedlich zum Helium. Ja, ist normal, hatte ich ja gesagt. Ihr kriegt ihr kriegt einen eigenen Animal Name von Crank sozusagen und behaltet aber auch euren Name vom Helium. Also wie gesagt, ganz easy nachinstallieren. Ich habe es euch gerade eben gezeigt und dann läuft halt eben euer Helium da ganz normal drauf. Ja, wir gucken uns jetzt nochmal weiter die Multimining-Geschichte an. Also ihr seht jetzt hier, es sind unterschiedliche Projekte hier schon vorinstalliert. Ich sage es mal ganz einfach so. Zum Beispiel Anyone ist Arthur, also hieß vorher Arthur, ist jetzt Anyone. Blockmesh ist auch eine neue Bandwidth-Sharing-Geschichte. Da kommt die Woche auch nochmal ein zusätzliches Video dazu. Filecoin Station, Gaganode, Honeygain, kennt vielleicht auch der eine oder andere, ist auch wieder Bandbreiten-Sharing und so weiter und so fort. Es ist leider so, momentan, also ist es meine persönliche Meinung, fast alle Projekte, die hier drauf laufen, dies ist alles Bandwidth-Sharing, das heißt, eure Bandbreite bzw. euer Internetanschluss wird für diverse andere Geschichten gebraucht, also eure IP-Adresse. Und bei solchen Geschichten ist es immer schwierig nachzuvollziehen, was passiert da letztendlich. Ich meine, vor ein paar Jahren war das fast verboten, möchte ich behaupten. Das heißt, rechtlich gesehen ist natürlich schwierig, weil die Projekte nutzen quasi euren Internetanschluss, um Daten runterzuladen. Das ist mittlerweile ein bisschen aufgeweicht und einige Gesetze sagen jetzt auch, dass die Plattform für die, auch für die Haften quasi, falls irgendwas ist. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch da auch nochmal eine kleine Warnung mitgeben. Also alles, was quasi Bandwidth-Sharing ist, wie zum Beispiel Honeygain, Pawns.app, Mysterium, Cress, noch nicht, Cress ist noch nicht live, kommt bald. Blockmesh, das sind alles solche Geschichten, wo halt eben eure Bandbreite genutzt wird. Und das kann passieren, ich muss es dazu sagen, kann auch zum rechtlichen Problem letztendlich führen. Aber es muss es nicht. Bei mir läuft Honeygain, das ist gerne das gleiche seit über 2 Jahren. Es ist nichts passiert. Bei mir laufen noch andere Bandwidth-Sharing-Geschichten schon seit einiger Zeit auf einem anderen Node bzw. Rechner. Bis jetzt ist nichts passiert, aber nichtsdestotrotz muss ich euch den Hinweis mitgeben. Genau, wir machen jetzt einfach mal ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Genau, Grass. Wir nehmen jetzt einfach mal Grass als Beispiel. Das heißt, ihr klickt jetzt quasi hier drauf und ihr könnt das jetzt hier installieren. Das bedeutet, ihr gebt jetzt hier eure E-Mail-Adresse und euer Passwort ein. Ja, das heißt, wir machen jetzt mal ein Grass-Setup. Wer noch keinen Grass-Account hat, ihr geht auf getgrass.io, Link packe ich euch in die Beschreibung unten rein. Geht ihr auf Get Access, ihr legt euch hier einen neuen Account an, wenn ihr noch keinen habt. Und dann merkt euch eure Zugangsdaten, Benutzername und Passwort. Und wenn ihr das letztendlich gemacht habt, habt ihr die Möglichkeit, also ihr braucht dann auch die Browser-Extension nicht runterladen, sondern habt dann die Möglichkeit, hier GetGrass oder Grass laufen zu lassen. Das heißt, ich gebe jetzt einfach mal meine E-Mail-Adresse rein, die ist ja auch kein Geheimnis sozusagen. So, genau danach das Passwort. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht angezeigt wird, sonst muss ich wieder blurren im Video. Das heißt, ihr gebt, was ihr hier auf der Seite angelegt habt, euren Benutzernamen und Passwort bei Grass, gebt ihr letztendlich hier ein, ihr geht auf Submit. So, das heißt, jetzt wird auch der Container runtergeladen. Ihr seht, das hier funktioniert alles völlig von alleine. Das heißt, die Container werden runtergeladen, Pull Complete, Downloading, Pull Complete. Das heißt, im Hintergrund, also wie gesagt, basieren tut das Ganze auf einer Linux-Distribution beziehungsweise auf einem Repo. Jetzt wird quasi der Container runtergeladen und alles, was der Container sozusagen braucht, damit das funktioniert. Also ihr seht hier schon, ihr braucht hier nichts programmieren oder irgendwas, das geht relativ einfach. Wir warten jetzt mal ganz kurz, bis das Ganze durchgelaufen ist. Sollte ja eigentlich an und für sich nicht allzu lange dauern. Also im Normalfall geht das immer relativ schnell. Und hier ist auch so bei den ganzen Projekten, die jetzt drauf laufen. Also ihr müsst euch bei dem Projekt, wo ihr mitmachen wollt, erst einen Account anlegen. Ihr braucht Zugangsdaten und dann habt ihr die Möglichkeit im Multimining quasi mitzumachen. Das heißt, wenn ihr Honeygain mitmachen wollt, legt euch bei Honeygain Account an und installiert euch hier den Container. Ihr habt es gesehen, draufklicken, Zugangsdaten eingeben und der Rest erledigt sich quasi von selbst. Das Ganze auch bei anderen, Mysterium zum Beispiel, das funktioniert bei mir nicht, warum auch immer, ich weiß es nicht, Mysterium kriege ich hier definitiv nicht zum Laufen.
genauso wenig wie Ator bzw. Anyone. Ja, und ja, ihr müsst halt eben selbst entscheiden, wissen, was ihr letztendlich macht. Ich will mal gucken, ob wir hier eventuell jetzt hier müssen wahrscheinlich nicht zugucken. Da ist dann das Häkchen dran, wenn es fertig ist. Also wie gesagt, Blockmesh braucht einen Account anlegen, Filecoin Station genau das gleiche. Gaga-Node kenne ich noch nicht, muss ich mir mal angucken. Honeygain ist klar, Minima kenne ich auch nicht, aber soweit ich das schon mal gesehen habe, sind das überwiegend alles Bandwidth-Sharing-Geschichte, die hier halt eben drauf sind. Gucken wir nochmal rein, was ist jetzt hier passiert? Sind wir schon fertig? Ne, da müssen wir halt eben jetzt noch warten. Genau, ich muss das Passwort ändern. Ihr seht hier, ich habe kein Default-Passwort eingerichtet. Ja, und ja, wie gesagt, wenn ihr das gemacht habt, dann, ich muss mal ganz kurz gucken, ob jetzt der Container sich auch installiert hat oder ob wir jetzt hier eventuell einen kleinen Bug gefunden haben oder auch nicht. Ne, Crash ist definitiv noch nicht da. Wir können ja mal ins Gateway oben reinschauen, beziehungsweise auf System, ob der Container kommt. Kann natürlich auch sein, dass das Gateway zwischendurch mal durchgebootet werden muss. Ne, Crash ist da. Seht ihr hier, Docker-Container. Seht ihr hier, ist seit einer Sekunde aktiv, also könnt ihr quasi sehen, wenn ihr das installiert, habt ihr zum Beispiel Honeygain und so weiter. Das heißt, es funktioniert auf jeden Fall und es ist auch dementsprechend da. Ah, jetzt seht ihr auch hier, grünes Häkchen ist dran. Das heißt, Grass funktioniert letztendlich. Also mal ganz kurz zu der Multimining-Geschichte. Account anlegen bei den jeweiligen Projekt, also Filecoin Station Account anlegen, Gaga-Node Account anlegen, Honeygain, Grass zum Beispiel, also Account anlegen, Benutzername dann eingeben. Gucken wir mal, was Gaga-Node hier haben will. Genau, hier muss halt eben den Token eingeben beim Gaga-Node Setup. Gaga-Node werde ich mir auch mal angucken, kenne ich noch nicht. Also wie gesagt, es sind einige Projekte dabei, die ich noch nicht kenne. PyFi ist klar, ich kenne wahrscheinlich auch Pre-Search-Node. Streamer, Wingbits habe ich auf eine andere Art und Weise installiert, hatte ich aber euch dementsprechend auch schon gezeigt. Ja, jetzt sind wir schon bei 26 Minuten angekommen. Ich denke, dass es das erstmal gewesen sein soll. Wichtig für euch ist die Website crank.io, da findet ihr die Guides und alles mögliche, was ihr braucht. Noch wichtiger ist wahrscheinlich crank.wiki. Wenn ihr irgendwo nicht reinkommt, guckt da einfach mal rein, guckt es euch an. Ich denke, für den einen oder anderen ist letztendlich auch was dabei. Ansonsten viel Spaß letztendlich bei der Installation. Ich denke, ihr bekommt das hin. So schwer ist es halt eben auch nicht. Ja, wie gesagt, die Container installieren sich eigentlich von selbst. Das heißt, nur Benutzernamen und Kennwort eingeben und dann geht es sozusagen los. Ich bin mir auch sicher, dass hier noch mehr Apps dazukommen. Ich würde mir aber letztendlich auch wünschen, dass halt eben Apps dabei sind, die nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass eure Bandbreite für irgendwas ausgenutzt wird, also euer Internetanschluss, sondern mal was Vernünftiges in Anführungsstrichen. Da wird sich ja zeigen, ob vielleicht noch das eine oder andere Projekt dazukommt. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ja, Leute, das war es erstmal von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber ich denke mal, dass vielleicht der eine oder andere jetzt noch eine Information für sich selbst mitgenommen hat. Ansonsten bedanke ich mich. Bis die Tage. Bis später. Ciao.